Großer Trugschluss bei der Rente. Warum sind so viele Irrtümer über die Rente so weit verbreitet? Und welche sind es überhaupt? Was ist mit ausländischen Versicherungszeiten? Welche Rente muss beantragt werden und welche nicht? Welche Rente nicht beantragt werden muss, erfahrt ihr am Ende des Videos. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Diplom-Finanzökonomin und Autorin mehrerer Steuerratgeber. Hier ist mein neuester Ratgeber Steuern sparen für Rentner, herausgegeben vom Eulogia Verlag. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Ich informiere auf meinem Kanal über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Deshalb lohnt sich ein Abo durchaus. Falsche Aussagen zum Thema Rente machen genauso die Runde wie schlechte Nachrichten und sind unverwüstlich wie Unkraut. Kurioserweise denken viele, dass Regelaltersrente automatisch gezahlt wird. Das ist ein großer und sehr weit verbreiteter Irrtum. Die Altersrente muss grundsätzlich beantragt werden. Auch bei Altersrenten gilt keine Rente ohne Antrag. Wer keinen Antrag stellt, geht leer aus. Auch bei Erreichen der Regelaltersgrenze wird die Rente nicht automatisch gezahlt. Für viele ist das selbstverständlich und für manche unverständlich. Wer einen nahtlosen Übergang zwischen Berufsleben und Altersrente anstrebt, muss seine Altersrente etwa, man sagt so 3 Monate vor Rentenbeginn beantragen. Bei der Steuer gibt es gleich 2 Irrtümer. Manche denken, dass die Rente komplett steuerpflichtig ist, aber sehr viele denken, dass sie steuerfrei ist. Beides ist ein Irrtum. Grundsätzlich sind Renten steuerpflichtig. Seit 2005 hat sich da einiges geändert und sie bestehen aus einem steuerfreien und steuerpflichtigen Anteil, der bei jedem individuell ist. Jeder Rentner wird in seinem Rentenbescheid darauf hingewiesen, selbst zu prüfen oder prüfen zu lassen, ob eine Steuerpflicht besteht oder nicht. Ja, nur liest fast keiner diesen Hinweis, was durchaus auch verständlich ist. In der Praxis sieht es doch so aus, dass man nur danach schaut, wie viel oder wie wenig Rente bekommt man und dann wird der Rentenbescheid abgeheftet oder beiseite gelegt. Ein weiterer Trugschluss ist, dass man nach 45 Arbeitsjahren abschlagsfrei in Rente gehen kann. Darüber habe ich bereits ein Video veröffentlicht. Ausschlaggebend für den Rentenbeginn ohne Abschläge ist immer das Geburtsjahr. Nicht wenig gehen vorzeitig mit Abschlägen in die Rente und denken, dass bei Erreichung der Regelaltersgrenze die Abschläge entfallen. Das ist ebenfalls ein großer Irrtum. Die einmal berechneten Abschläge bleiben bis zum Lebensende. Oft wird behauptet, dass die letzten Jahre vor der Rente besonders wichtig und entscheidend sind für die Berechnung der Rente. Auch das ist ein großer Trugschluss. Die Rentenhöhe berechnet sich nämlich aus allen rentenrechtlich zurückgelegten Zeiten. Die letzten Jahre werden also genauso behandelt wie die anderen Beitragsjahre. Rentner können beliebig dazu verdienen, ohne dass die Rente gekürzt wird. Das ist ein weiterer Trugschluss und stimmt nur bedingt. Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat, kann tatsächlich unbegrenzt dazu verdienen, muss aber natürlich den Verdienst versteuern. Wer vorzeitig in Rente geht, muss bestimmte Hinzuverdienstgrenzen beachten. Wegen Corona wurden diese Grenzen vorübergehend angehoben. Dazu habe ich bereits ein ausführliches Video veröffentlicht. Frauen können mit 60 in Rente gehen, ist ein weiterer Irrtum. Frauen, die vor dem 01.01.1952 geboren wurden, konnten tatsächlich mit 60 Jahren in Rente gehen, wenn sie eine Wartezeit von 15 Jahren erfüllt hatten und ab dem 40. Geburtstag mindestens 10 Jahre Pflichtbeiträge in die Rentenversicherung eingezahlt hatten. Das ist aber inzwischen Geschichte. Eine Reha-Leistung führt zur Kürzung der späteren Rente, ist ebenfalls ein weit verbreiteter Irrglaube und ist eigentlich kompletter Blödsinn. Während der Reha-Maßnahme werden in der Regel auch Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung gezahlt, die den Rentenanspruch sogar noch erhöhen.
Die Rente ist unpfändbar. Das denken auch viele. Das stimmt nicht, denn auch Rentner müssen Schulden abbauen, wenn es die Höhe der Rente zulässt. Aber bis zu einem bestimmten Betrag kann man die Rente komplett behalten. Ostrentner, die in den Westen ziehen, erhalten Westrente. Auch das ist nicht richtig. Die Altersrente wird anhand der Entgeltpunkte errechnet, die am jeweiligen Beschäftigungsort Ost oder West erworben wurden. Wohin der Rentner letztendlich seinen Ruhesitz verlegt, Ost oder West, hat weder Einfluss auf die Rentenhöhe noch auf die jährlichen Anpassungen. Ost- und Westentgeltpunkte werden nämlich separat erhöht. Wenn ich als Rentner meinen Wohnsitz in Deutschland aufgebe und für immer ins Ausland verziehe, bin ich das deutsche Finanzamt los. Diese Denkweise kann richtig teuer werden und sogar die Existenz im Ausland bedrohen, wenn man sich vor dem Auswandern nicht mit der Steuer beschäftigt. Hierzu habe ich bereits in mehreren Videos zur unbeschränkten und beschränkten Steuerpflicht informiert. Was ist mit ausländischen Versicherungszeiten? Bringen die überhaupt was? Auch ausländische Versicherungszeiten können durchaus bei der deutschen Rente berücksichtigt werden. Das ist der Fall, wenn diese Zeiten durch überstaatliches Recht oder durch ein zwischenstaatliches Sozialversicherungsabkommen gleichgestellt sind. Diese Gleichstellung wird im Sozialrecht der Europäischen Union und noch anderen Abkommen geregelt. Versicherungszeiten aus dem vertragslosen Ausland werden in Deutschland weder bei der Prüfung des Rentenanspruchs noch bei der Rentenberechnung berücksichtigt. Gegebenenfalls hat man Anspruch auf eine eigene ausländische Rente. Jetzt komme ich für heute zum letzten Irrglauben über die Rente. Es gibt noch viel weitere, aber das soll es für heute erstmal reichen. Und zwar, die neue Grundrente muss beantragt werden. Das ist falsch. Ob ein Anspruch auf den Grundrentenzuschlag besteht, wird von der Rentenversicherung automatisch geprüft. Die Auszahlung erfolgt ebenfalls automatisch. Rentnerinnen und Rentner müssen also nichts unternehmen. Der Grundrentenzuschlag wird für alle Rentenarten gezahlt, also für Altersrenten, für Renten an Hinterbliebene wie Witwen- und Witwenrenten, Waisenrenten sowie Erziehungsrenten und auch für Erwerbsminderungsrenten. Das ist wirklich der Ausnahmefall, in dem nichts beantragt werden muss. Auch wer eine unbefristete Erwerbsminderungsrente bezieht, sollte nicht automatisch auf die Umwandlung in die Regelaltersrente vertrauen. Also ich persönlich empfehle hier rechtzeitig einen Antrag zu stellen, damit keine finanzielle Lücke entsteht. Welchen Rentenirrtümern seid ihr schon zum Opfer gefallen? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Alles Gute, Jutta Martin.